Hallo, hier sind wir wieder. Heute ist Montag, der 23. Januar und wir sind in Kroatien. In diesem Video möchten wir euch mitnehmen von Albanien aus, durch Montenegro durch, bis hierher nach Kroatien. Und unterwegs erleben wir stürmisches Wetter, Hagel, fahren eine wunderschöne Küstenstraße entlang, um dann hier in Kroatien frei zu stehen, direkt am Meer. All das seht ihr wie immer jetzt in unserem Video. Wir sind Martina und Bernhard. Reisen war und ist unsere große Leidenschaft. Unsere aktuelle Tour führte uns durch Afrika und Asien zurück nach Europa. Kommt mit und seid dabei. Nach 2 extrem regnerischen Nächten mit orkanartigen Stürmen verlassen wir den Fährhafen in Vlora, Albanien, wieder, um weiterzufahren. Bei weiterhin regnerischem Wetter fahren wir über die SH8 und die SH4 bis nach Durrës, um dann über die SH2 bis zur Autobahn A1 zu fahren. Auf der A1 übernachten wir dann auf einem Autobahnparkplatz mit mehreren ausgewiesenen Parkplätzen für Wohnmobile. In Deutschland, Frankreich oder Spanien übernachten wir grundsätzlich nicht auf Autobahnraststätten. Obwohl wir diese Nacht das einzige Wohnmobil sind, fühlen wir uns sehr sicher und haben kein Problem, auf dieser Autobahntankstelle zu übernachten. Am Abend genießen wir noch eine gegrillte Ente mit Mangosauce und Reis, um am nächsten Tag dann schon wieder weiterzufahren. Guten Morgen. Wir haben heute Nacht auf diesem Parkplatz verbracht. Das ist ein großer LKW-Parkplatz, aber hier hinten ist auch ein Teil für Wohnmobile ausgeschildert und ist auch Wasser und Fähr- und Entsorgung vorhanden. Ja, das war wieder eine extrem schlimme Nacht. Ich würde mal sagen, seit 3 Tagen mindestens regnet und stürmt es. Heute Nacht auch wieder extremer Regen und teilweise auch sehr starker Hagel mit. Ich habe schon Angst gehabt über unsere Dachfenster. Aber jetzt ist vorbei. Es regnet jetzt mal kurz nicht ganz so schlimm, deswegen habe ich die Hunde rauslassen. Und ja, wir werden dann aufstehen, einen Kaffee trinken und wieder weiterfahren. Wir fahren weiter, um nach kurzer Zeit Albanien zu verlassen. Wegen dem Regen lassen wir das kleine Städtchen Skodra hinter uns liegen und benutzen den kleinen Grenzübergang bei Murican, um nach Montenegro einzureisen. Montenegro begrüßt uns mit Sonnenschein, was aber leider nicht lange anhält. In dem Ort Bar in Montenegro finden wir mal wieder im Hafen einen wunderschönen Platz zum Stehen direkt am Wasser. Guten Morgen und herzlich willkommen an unserem Frühstückstisch. Heute schon in Montenegro.
Ja, wir haben Albanien viel schneller verlassen, als wir das eigentlich wollten. Das Wetter war einfach eine Katastrophe. Albanien an sich ist wunderschön, wirklich. Also wir waren positiv überrascht, wie schön dieses Land ist, wie freundlich die Einwohner sind und wie einfach es eigentlich auch ist. Das Einkaufen, das Stehen, hat sich für uns alles sehr einfach gestaltet, aber das Wetter war wirklich, also war uns nicht hold getan. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Nachdem wir dann 3 Nächte gestanden sind und es wirklich gestürmt hat, wir kaum vor die Tür konnten, haben wir gesagt, okay, dann können wir auch ein bisschen weiterfahren und die Zeit mit Fahren dann verbringen, um dann irgendwo stehen zu bleiben, wo es schöner ist. Und deswegen sind wir über die Grenze nach Montenegro gefahren. Wir haben eine ganz kleine Grenze benutzt. Die ist für Lastwagen nicht geeignet, da ist kein Zoll. Und dadurch war das völlig unkompliziert. Wir waren auch wieder in 10 Minuten durch, haben in Montenegro einen Stempel bekommen. In Albanien haben wir keinen Stempel bekommen. Ohne jegliche Kontrolle, wirklich nur die Ausweise und alles sehr freundlich und einfach. Ja, und jetzt sind wir in Montenegro hier im Hafen von Bar. Das ist eine wunderschöne Hafenstadt. Super zum Stehen. Ich glaube, für 24 Stunden bezahlt man 15 € und kann dann hier am Hafen stehen und im Sommer auch die Duschen mit benutzen. Da ist jetzt die Heizung nicht an, wäre mir jetzt zu frisch, aber im Sommer ist das alles machbar, weil hier eben ganz viele Boote auch sind. Dadurch ist die Infrastruktur da. Ja, nochmal zu Albanien zurück. Ich muss wirklich sagen, wenn ihr überlegt, nach Albanien zu fahren, jetzt regnet es schon wieder, wenn ihr überlegt, nach Albanien zu fahren und Bedenken habt, Sicherheitsbedenken oder dass die Infrastruktur nicht da ist, habt es einfach nicht. Wir haben uns mindestens so sicher gefühlt wie in jedem anderen europäischen Land. Eher noch sicherer. Es war freundlich und es war, finde ich, auch nicht schmutzig. Ja, es gibt Müll, aber den gibt es in Italien auch und den gibt es auch in Frankreich und den gibt es auch in Deutschland in gewissen Stadtvierteln. Also wir fanden das eigentlich eher sauber. Und in Flora zum Beispiel waren wir in der Uferpromenade, sind wir spazieren gegangen in der einen Stunde, wo es mal nicht geregnet hat. Und Flora ist traumhaft schön, eine Wahnsinns-Uferpromenade, die neu angelegt wurde. Und da haben dann sogar die Leute von der Stadt mit so gelben Westchen den Sand von der Uferpromenade gekehrt, damit es wieder ordentlich ist. Und am Strand selber war kein Müll zu sehen. Also natürlich gibt es da, wo vielleicht auf dem Land draußen oder so, mag es sein, dass da Müll ist. Aber dass man jetzt sagt, prinzipiell, es ist ein schmutziges Land, überhaupt nicht. Im Gegenteil, so haben wir es empfunden. Und ich hoffe, wenn ihr hinfahrt, empfindet ihr es auch so. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht hier in Montenegro. Die Lage ist super, der Platz ist super, das Wetter ist bescheiden und deswegen schauen wir mal, was wir nach dem Frühstück machen. Das genießen wir jetzt erstmal. Hier seht ihr keinen Regen, sondern Hagel, der später so stark wird, dass der ganze Parkplatz knöcheltief mit Hagelkörnern übersät ist. Als nach 2 Tagen das Unwetter und der Hagel ein bisschen abgenommen haben, fahren wir weiter Richtung Norden, Richtung Kroatien. Selbst im Regen war das Umfahren der Bucht von Kotor ein total schönes Erlebnis.
In den kleinen Ort Mali Ston finden wir einen tollen Platz zum Übernachten auf einem großen Parkplatz und ein ebenso sagenhaftes Restaurant. Wir haben die Orte Mali Ston und Ston auf unserer Route, da die beiden Orte bekannt sind für ihre Austernzucht. Filmliebhaber kennen die Orte Mali Ston und Ston nicht wegen der hervorragenden Austernzucht, sondern die beiden Orte sind ihnen bekannt aufgrund der Drehorte von Game of Thrones. Dazu aber mehr in unserem nächsten Video. Willkommen im Paradies und ich würde mal sagen, willkommen in Kroatien. Wir werden für alle Anstrengungen der letzten Tage entschädigt. Wir haben heute eine ganz lange Tour hinter uns. Wir sind 4 Stunden gefahren von unserem Platz in Bar von Montenegro, komplett durch die ganze Küste entlang, an Dubrovnik vorbei, bis hierher nach Mali Ston. Und Mali Ston ist das Austernparadies Kroatien und damit der richtige Platz für uns, um hier jetzt 2 Tage durchzuschnaufen und vor allem zu genießen. Wir sitzen jetzt hier am Tisch im Restaurant und haben auch schon, oh, danke schön, leckere Vorspeisen bekommen und Brot. Was auf dem Tisch im Moment steht, ist vom Haus, das haben wir nicht bestellt. Das sind Oktopus paniert und dazu so ein kleines Fischeis mit Shrimps und Brot. Und bestellt haben wir natürlich zur Vorspeise komplett eine Austernplatte und als Hauptgericht, weil wir es so lange nicht hatten, ein Wiener Schnitzel. Wir haben die Hoffnung, dass das Restaurant morgen auch mal offen hat und dann kommen wir hierher und essen noch mal einen Fisch. So, der Gruß des Hauses ist verputzt, war sehr lecker. War kein Eis, war wie so eine kleine Fischcreme auf Brot, ganz köstlich. Und ich habe auch wieder meinen leckeren Martini zurück. Und die Austern hier sind dafür bekannt, dass die ein bisschen kleiner sind, aber wie ihr sehen könnt, ganz fleischig dicke Austern. Also zwar von der Größe her eher mal von außen ein bisschen mickrig, aber klein, aber oho. Innen drin richtig was drin. Und das schauen wir doch jetzt mal, oder? Ob ich das noch kann nach so langer Zeit. Ich geht's ja gar nicht mehr. Ja, ich glaube schon. Es geht noch und die schmecken auch noch. Lecker. Und da wir schon mal so nah wieder an den Austern sind, haben wir zur Vorspeise die frischen Austern bestellt mit Zitrone, die wir gerade gegessen haben. Und dann haben wir hier Austern frittiert und gegrillte Austern. Also das ist beides warm und deswegen müssen wir das jetzt auch gleich essen. Die sind warm, sehr lecker gegrillt mit Knoblauch, Kräuterbutter. Gut. Für alle, die jetzt die Nase rümpfen, ich weiß, Wiener Schnitzel ist nicht unbedingt das Gericht, das man hier jetzt essen sollte in Kroatien am Meer. Aber wir hatten einfach so lange keins und ich habe zwischendurch mal eins selber gemacht.
Aber sich hinzusetzen und es zu bestellen, macht einfach mehr Spaß. Und offensichtlich ging es uns beiden so. Und vielleicht hat das Restaurant ja morgen noch mal offen, dann essen wir morgen einen Fisch. Na, wenn schon, denn schon. Und deswegen haben wir uns zu einem völlig kalorienfreien Dessert überreden lassen. Herr Bernhard, der hat eine Spezialität aus dieser Ecke, Nudelkuchen. Habe ich auch noch nie gehabt, Nudelkuchen. Und der wird warm gemacht, der ist lauwarm. Mit sehr viel Zimt, Zucker und Nüssen sind da drin. Und ich habe einen Käsekuchen, die magere Variante, hoffe ich zumindest. Vielen Dank. Danke schön, auf Wiedersehen. Tschüss, danke. Tschüss. Bye. So, wir haben lecker gegessen. Leider haben sie morgen nicht geöffnet. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was wir da machen. Vielleicht bleiben wir auch bis Dienstag. Dienstag hat er wieder offen, hat er gesagt. Wunderschönen guten Morgen hier aus Marleystone, wo wir wunderbar freistehend, friedlich, umsonst unsere erste Nacht in Kroatien verbracht haben. Ich will euch mal zeigen, wie das hier aussieht. Hier ist die Gebührenplakette für diesen Parkplatz. Und normalerweise, also jetzt im Moment ist Free Parking umsonst vom 1.1. bis zum 28.2. Perfekt für uns, weil wir haben heute, glaube ich, den 22.1. Ja, und sonst kostet der Spaß in der Stunde für Busse und Wohnmobile 6,63 € die Stunde und für 24 Stunden 46,45 das Tagesticket. Wenn ich überlege, wir bleiben hier 2 Nächte und sind jetzt knapp 100 €. Wenn ihr euch also fragt, wer gestern unser Austernessen bezahlt hat, dann wissen wir das jetzt, quasi die Gemeinde, weil wir hier nichts bezahlen müssen, weil wir außerhalb der Saison fahren. Im Winterschlaf. Aber das macht gar nichts, das ist trotzdem wunderschön. Und es regnet mal nicht. Genau hier haben wir gestern Abend gegessen und es war so köstlich. Am liebsten hätte ich doch, dass die aufsperren vor uns. Es war so lecker. Aber wir sind gestern Abend hier noch durchs Dorf gelaufen, da haben wir nicht so viel gesehen, weil es natürlich dunkel war. Und deswegen wollen wir jetzt noch mal einen Spaziergang machen, bevor wir dann mal hochgehen zur Burg und uns mal die Mauer angucken wollen, die größte Mauer Europas ist und die besterhaltenste, zweitlängste Mauer der Welt. Fast 6 Kilometer intakte Mauer führt von hier, von Marleystone, bis rüber in das andere Dorf, das dann Ston heißt. Was ein Ausblick, oder? Und was für ein beeindruckendes Stück Mauer, das ihr hier hinter mir sehen könnt. Dabei ist es nur ein Mini-Bruchteil dieser Wehrmauer. Diese komplette Wehrmauer hier in Marleystone ist nämlich fast 6 Kilometer lang und reicht von einer Bucht hier in Marleystone bis zur anderen Bucht in Stone komplett durch dieses Gebirge hier. Und ist in Europa die besterhaltenste, längste Wehrmauer Europas und auf der Welt die zweitlängste erhaltene Wehrmauer direkt nach der chinesischen Mauer. Und es ist wirklich beeindruckend, was sich hier in Kroatien am Meer versteckt.
Wir waren an der chinesischen Mauer vor 15 Jahren. Bada Ling waren wir dort und es war sehr beeindruckend und das hier weckt wirklich Erinnerungen. Es ist ein ganz ähnliches Flair, nur dass man von hier aus eben das Meer noch sieht und das macht es mit Sicherheit nicht weniger charmant. Mit diesem wunderschönen Ausblick wollen wir uns jetzt für heute von euch verabschieden, weil wir versuchen müssen, trockenen Fußes noch ins Wohnmobil zurückzukommen. Es hat nämlich gerade schon wieder gedonnert. Ein paar Sachen noch zur Information. Wir besuchen ja die ganzen Plätze und versuchen euch die auch mitzuteilen. Und wir verlinken das immer in der Videobeschreibung. Die Videobeschreibung findet ihr unten an eurem Bildschirmrand. Rechts ist so ein kleines Pfeilchen, so ein Reiter und den klickt ihr an und dann geht die Videobeschreibung unten auf. Und da verlinkt der Bernhard euch die Links. Da müsst ihr eigentlich nur draufklicken und dann findet ihr die Parkplätze, die Restaurants, alle wichtigen Sachen und schönen Orte, die wir eben in diesem Video besucht haben. Es erreichen uns immer wieder Fragen, wo ist denn das oder wo ist denn das? Ist kein Problem, wir beantworten das gern. Aber der Einfachheit halber könnt ihr einfach auch mal in die Videobeschreibung gucken. Und wenn es nicht klappt, dann meldet ihr euch trotzdem bei uns. Dann möchte ich euch noch bitten, dass ihr uns in Instagram folgt. Das verlinkt der Bernhard jetzt unten. Das ist nämlich ein anderer Name wie hier unser Live to Travel. Es wäre schön, wenn ihr uns auch da begleitet. Da gibt es dann oft noch aktuellere Informationen, weil es wirklich tagesaktuell ist und wir hier ja auf den Videos nur wochenaktuell sind. Eine Neuerung haben wir noch für euch und all die, die vielleicht der deutschen Sprache nicht so mächtig sind. Wir haben jetzt Untertitel in ganz vielen Sprachen verfügbar. Das haben wir ehrlich gesagt lange vor uns hergeschoben, weil es doch auch ein bisschen Arbeit ist. Aber wir haben jetzt in den Ländern immer wieder Leute gehabt, die eben vielleicht nicht so gut Deutsch gesprochen haben und uns angesprochen haben, bitte macht doch Untertitel. Ich möchte es meiner Familie schicken, die in Griechenland oder in Tunesien oder sonst wo lebt. Und wir haben uns das jetzt zu Herzen genommen in der regnerischen Zeit und haben jetzt tatsächlich Videos mit Untertitel. Vielleicht werden wir auch nach und nach die alten Videos mit Untertitel versehen, aber die Videos, die ab jetzt kommen, sind auf jeden Fall in ganz vielen Sprachen verfügbar. So, das war's dann auch mit uns. Wir müssen jetzt zurück, damit wir trockenen Fußes noch ins Wohnmobil kommen und ein Restaurant suchen, in dem wir heute Abend was zu essen bekommen, weil in unserem Austernrestaurant gibt es ja nichts. Also packen wir jetzt ein und fahren weiter und ihr wisst Bescheid. Bleibt dabei, liked das Video, drückt die Glocke, damit ihr nichts verpasst, wenn wir weiterhin durch Kroatien reisen, hoffentlich in der Sonne.